ich guck mal. Ich suche gerade Raphael. Ich weiß nicht, wo er ist. Bürger. Ach da. Helminsters Bibliothek. Ja, gut, hier ist nur die Küche. Teufelsloch. Ah, lass mich mal dahin. Ich hab's gerade nicht gesehen. Wo bist du denn jetzt? Geht's noch weit? Hä? Hä? Ach, das geht noch rüber. Oh Gott. Wie groß ist denn das hier? ETF? Warum ist er jetzt rausgerannt? Wer? Raphael. Und Voss? You must hear me, devil. I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it, and you never will. You must help me, Raphael. Oh, das sieht For ganz the schön sake angeschlagen of my aus. people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed from his claws. Was mit seinem Ohr passiert? Ich weiß nicht. Er sieht generell sehr angeschlagen aus. So. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. One more thing before we begin, though. Hm? Hä? For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Okay. Ich fühle mich... Warte mal. Habt ihr mich etwa gerade von der Larve geheilt mit einem Fingerschnippen? Wouldn't that be exquisite? But no. I'm afraid the tadpole is still there. But I did shut out your other visitor for a while, so we can enjoy some privacy. The Illithid can't hear us. Dann sprecht offen. Sagt mir, warum ihr mich hergebeten habt. I brought Hergebracht you habt. here because I'm true to my word, and I can make all of this tadpole business go away. Which means you and your lovely friends can remain blessedly free of tentacles. Unless some have already sprouted in places I can't see. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. But no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you, and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Das Astralprisma? In a manner of speaking. But it's the one inside the prison that you need, not the Illithid, the Gith. I can give you the means
to break him free. Ah. Warum sollte ich die befreien wollen? I suppose you'd rather suck on the Emperor's tentacles till the end of your days? Orpheus is your only hope of surviving this horror show without devolving into an illithid. To you, he will be a friend. After all, you're at war with an elder brain. Puh. Der Imperator ist der einzige Grund, warum ich noch am Leben bin. No. Orpheus is the only reason you're still alive. The Emperor is abusing the gift for its own ends. And it's doing the same to you. You're nothing more than the beast of burden that will transport it to the elder brain. An ox requires food, and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the elder brain. But if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. Hm. Ja, ich meine, eine Möglichkeit in der Hinterhand zu haben, wäre ja nicht so schlecht. Nee, eigentlich schon. Also ist die Frage, was hört sich besser an? 1 oder 2? Hm. Ich glaube, er ist das Risiko wert, ne? Läuft aufs Gleiche hinauslaufen. Eigentlich schon. The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. Hm. Das ist unerhört praktisch, dass ihr genau das habt, was ich brauche. Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me exactly what I want in return. Ich wurde vermutlich meine Seele enttäuscht gegen den Hammer. You really do think highly of yourself. My sights are set on something much more valuable than your soul. Succulent though it would be. I want the crown that dominates the elder brain. Hm. Was genau ist die Krone? Power. Ancient and full of wonder. I have craved it ever since the arch-wizard Carsus created it, long centuries ago, and brought doom to the empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky, like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them.
It was not a happy meeting, and Carsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Carsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the Nine under one Archdevil Ja, Supreme. das will er also. Me. Tagebuch aktualisiert, der Magier von Tiefenwasser. Bisschen Schleim, ich finde, dass ihr ein fantastischer höchster Erzteufel wärt. Warum glaubt ihr, dass... Warte mal, was haben wir noch? Warum glaubt ihr, dass ihr gegen keine Wunderchaos gescheitert ist? Nämlich die Krone. Warum habt ihr die Krone damals schon nicht genommen? The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years. For a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Ich würde... Also eins bin ich echt versucht, das zu sagen, ne? Mhm. Yes, it does. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Ich vertraue darauf, dass ich ihm weniger trauen kann als dem Imperator, wenn ich ehrlich bin. Ja, ist wohl wahr, ne? Ja, wir können ihn immer noch verarschen im Hintergrund, ne? Wie mit dem Teufel? Schwierig. Naja, meinst du nicht, dass wir da trotzdem sagen können, den machen wir nicht? Ich weiß nicht. Weil der Erzähler hat ja gerade gesagt, wenn du dem Deal zustimmst, musst du ihn erfüllen.
Ja, die Krone lieber zerstören. Du willst die Krone lieber zerstören. Also wäre die zweite Option hier. Ja. Also glaube ich so was Heldenhaftere. Naja, sind wir heldenhaft? Weiß ich nicht. Wir können sie auch selber einsetzen. Habe ich auch schon überlegt. Ich weiß nicht. Wobei eigentlich befreit er uns auch nur vor dem Ding, ne? Hm. Ach, ich weiß es nicht. Jetzt Ja, ganz. vielleicht kommen wir auch ohne den Deal an den Hammer. Ja, aber wie denn? Bin mir nicht sicher, ob das Haus der Hoffnung, ob das in Baldurs Tor oder in der Hölle ist. Was ist der Hoffnung? Ja, das wüsste ich jetzt nicht. Ich habe jetzt auch gerade das erste Mal davon gehört. Und davon redet er auch immer. Das war auch der Ort, wo du ganz am Anfang hin teleportiert wurde, dass wir Ja. das erstmal getroffen haben. Ja, das weiß ich ja, aber ich weiß nicht, ob das in Baldurs Gate ist oder ob das halt in der Hölle ist. Ich weiß es nicht. Das Doofe ist, ich habe ein bisschen Sorge, was passiert, wenn wir das mit dem Lyciden halt weiterhin machen im Hintergrund. Hm. Auch wenn der Imperator so nett ist, hundertprozentig traue ich ihn irgendwie nicht. Ich weiß nämlich nicht, ob er jetzt, ob seine Geschichte da hundertprozentig wahr ist, die er da erzählt hat. Oder ob der halt hinterher doch noch andere Pläne hat. Was würdest du jetzt machen? Weiß zwar mein Spielstand, aber wir spielen ja das hier zu zweit und jeder sollte schon halt gucken, dass wir das irgendwie zusammen halt spielen hier. Aber Raphael kannst du wohl davon ausgehen, dass er noch Pläne in der Hinterhand hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, wenn du zustimmst, stimmst du zu. Mhm. Wenn nicht, können wir, weiß nicht, ob wir ihn später noch immer am Tisch ziehen können irgendwie. Meinst du, wenn man dann die 3 sagt? Dann wird er dich wahrscheinlich auslachen. Wahrscheinlich. Gehe ich auch von aus. Ja komm, dann machen wir die 4, oder? Ja. I won't stop you. But time is running out. So don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Ja, okay, also wir können es uns immer noch überlegen, wenn wir wollen. Jo. Ja, es wird ja auch immer noch als Quest angezeigt, ne? Was du jetzt? There you are. Ach, der Imperator hat sich meldet sich gerade. Something was blocking me from hearing your thoughts. War schön, einen Moment des Friedens und der Ruhe zu haben. I can understand that. There's reprieve in solitude. But it
It's concerning that something could intervene like that, especially when we are so close to the Elder Brain. Do you have any idea what it was? Ich glaube, das behalten wir mal vor uns, oder? Mhm. Ich weiß nur nicht, was jetzt für dich besser ist. Oha. Enttäuscht habe ich ein paar Boni. Ja, ich sehe schon. Ja, der macht auch täuschen. War das Ältestengehirn, das wollte mich unter seinen Einfluss bringen. Wow. 25. Ja, holla die Waldfee. Na toll. Ja, wobei. Passt nicht. Ja, passt schon. Then the situation is worse than I thought. If it read your thoughts, it knows exactly what your intentions are, and it is already plotting countermoves to stop you. We must press on. I will bolster your mental defenses. Let us hope that allows us to regain some of our lost advantage before it finds you. Teufel reimt man nicht. Ein Vers-Epos. Eine Heldenfantasie in Versform von einem Ich-Erzähler erzählt. Der kühne Autor fordert einen Teufel, ganz offenkundig Raphael nachempfunden, zu einem Wettbewerb im Stegreifdichten heraus, um die Seele seiner Geliebten zurückzugewinnen. Die folgenden Verse wurden rot umkreist. Wenn die Zeile sich nicht reimt, spottet der Teufel, verwirkt eure Seele und weint. Ha, mein Rhythmus stimmt, die Worte fließen, kein Teufel wird heute meine Seele genießen. Im Übrigen, deine Anwesenheit wird verlangt. Gut. Ja, eine Tasche tiefer. Ach, ist die Dame wieder zurückgekehrt? Also als ich reingegangen bin, hatte ich die Auswahl zwischen angreifen oder gehen. Muss nur darauf aufpassen, Carla folgt dir nicht mehr. Ah, da habe ich absichtlich zurückgelassen. So. You came. I'm so pleased. You can never tell who's going to get cold feet. Cold Feet, ja, du hast gerade kalte Füße gekriegt. Now that you're here, what next? Was habt ihr zu bieten? An experience no one else here will give you. A chance to be embraced in the dark. But what that means is up to you. And of course, there's no charge. Anything for someone who helped find Fionn. So, what can I do for you? A tender touch? Some sensory stimulation? Was meint ihr mit die Chance auf eine Umarmung in der Dunkelheit? It's all part of the experience. The room is bathed in total darkness, so there is nothing to distract from your ecstasy. There's no judgment in darkness, no shame. Just the sensation of two bodies together in the moment. Meine Sinne liegen ganz in eurer Hand. Then, let's begin. Und In gleich. the darkness, you feel something touch you. Icy fingers running down the nape of your neck. You shudder as you feel hot breath on your cheek. Just relax. Give yourself over to the sensation. Lie back and let it take you. Her lips meet yours and you feel your body flush with heat, racing through your limbs.
followed by the dancing tingle of her cold fingers. Versuch mit ihrer Leidenschaft mitzuhalten. Ja, warum nicht? She lets out a whimper as you kiss lower, lower, lower on her body. Thank you. Thank you. She tastes like a dessert prepared just for you as she shivers and shakes. You're not sure how long your time together lasted, but it was long enough. By the end, you felt like you were floating in the dark, utterly at peace. Ich bin übrigens mein Clowns-Make-up los. Wann ist das eigentlich passiert? Wegen der Rast vielleicht? Ich dachte, das hält bis zur langen Rasten, nicht nur bis zur kurzen. Dass ich nicht wieder anziehen kann, nee. Zack. Das ist doch noch ein Raum. Was haben wir denn hier? Hat sie noch was zu sagen jetzt? Operationstisch. Interessant. Pleasure House, den of decadent delights. Na gut. Oh, du hast die Bibliothek gefunden? Ja. Ich weiß nicht, was jetzt hier sein soll. Wer bei der Selbstbefriedigung in der Bibliothek erwischt wird, wird an das Bücherregal mit den gefesselten Büchern gebunden. Alle Magier, die erwischt werden, wie sie ohne ausdrückliche Genehmigung die Spezialsammlung studieren, müssen vor der gesamten Bibliothek den Auszug vorlesen, an dem sie sich gerade erfreut haben. Und wer das Schweigegebot in der Bibliothek bricht, wird unverzüglich geknebelt. Ja, interessante Fantasien. Hier ins Tagebuch, hast du es gesehen? Nee, ich habe nicht reingeguckt. Es wird immer schlimmer mit ihm. Das Flüstern, der Nachtschreck, das Blut. Ich weiß, dass er etwas verbirgt. Und die anderen in der Klitsche wissen es ebenso. Ich habe gesehen, wie sie ihn ansehen, wie sie mich ansehen. Sie haben Angst vor ihm. Ich kann es ihnen nicht verdenken. Ich habe es auch. Okay. Redet sie bei Elminster? Nicht sonderlich irgendwas Wichtiges. Schriftrollenstapel. Fliegen. Okay, wo sind diese gefesselten Bücher? Da würde mich jetzt auch mal interessieren. Geboren, um wild zu sein. Auf diesem nicht lizenzierten und unter Garantie verleumderischen Pamphlet wird der Inhalt kurz umrissen. In diesem magischen Abenteuer erklärt der einzigartige Elminster im Gespräch mit Volo, welche Ungenauigkeiten sich in die Berichte des Letzteren über die Paarungsrituale der Feywild eingeschlichen haben, mit sehr grafischen Beschreibungen. Ich rede jetzt mal mit der Nymphe. Die hatten wir ja gerade auch zum Angebot gehabt.
wenn sie denn sich reden lassen möchte. Oh, okay. Tell me, am I beautiful? More than beautiful. You are the aurora stretched across the north skies. You are the golden Okay. dreams swept Und dann komme ich da across the rein canon. und dann, You are the fruit of the forbidden palm. Soft on my skin, sweet on my tongue. You are my sin and salvation. ein bisschen frage ich mich ja schon. Und da platze ich rein. Your parasite stirs. Ah. You gaze at the nymph through the flaming fist's hungry eyes. Your muscles shiver with her longing. Your skin burns with her heat. What's wrong, Jara? What are you? Wait. I know you. Ich sollte nicht sicher, verschwindet von hier sofort. I don't understand. What's... Your face. The Absolute has shown me. Jara, what's going on? Who's this man? Your head screams in agony. Change has come. Pustules boiling beneath your skin, your bones twisting, your flesh rupturing. And suddenly, silence. What's happening? Okay. Komme ich da irgendwie hin? Ja. Kommst du? Ist nicht so weit. Na nun, ich stehe gerade auf dem Dach. Ach so. Ja, ja, die Ecke, wo Raphael ist. Let's make this quick. Na toll. Come on, can't stay idle. Nee. Ah! Bin da. Ich weiß gar nicht, ob du kommen musst. Hä? Warum machst du das? Warum nicht? No time to rest. Hells. I'd heard tales of mind flayers. Talons sharp as daggers and tentacles yet more fearsome. But no tale did justice to its ethereal beauty. It floats like a butterfly,
Its blood shimmers like silver. In der Tat schön und ganz schön tödlich. Is it not in the Illithid's barbarity that we find its splendor? Your Okay. eyes are no less monstrous, I assure you. A lesser woman might be frightened, but I am no lesser woman. Aha. Her gaze intensifies. Your breath quickens and your heart skips a beat. The woman's senses are heightened and her fire stoked. The mind flare is no mere curiosity, but an object of desire. Okay. Hat euch die, Jetzt jeder hat so seinen Kink. hat euch die Kreatur etwa erregt? Why should I deny it? My urge is as natural as the grape upon the vine. But perhaps there are other flavors that might satisfy my palate. Was habt ihr in den Sinn? Rapture. Close your eyes and listen. Ich mach mal mit. You see only darkness. Her voice shines through it, warmer than the sun, yet cooler than night. The all-being. Here, there is no suffering. Here, you want for nothing. Here, you are anything. Ich muss sagen, ich bin You have one schon word. etwas interessiert Tell daran, me, ob die jetzt what in will you der be? Nicht-Nackt-Variante, also in der Nackt-Variante halt, die kein BH hat. Aus Interessegründe jetzt. Hast du den Zensurmodus an? Ja. Okay. Hast du gedacht, ich hab den aus? Der ist, alles. der ist klar. Zufrieden. You are more than contented. You are at total peace. Your belly is full. Your mind rested. Your eyes bright. No more will you hear the clang of steel on steel. No more will you fear the cry of a wolf, the growl of an ogre. You are warm. You are safe. Your flesh shivers, your heart bursts. True ecstasy for one fleeting moment. Open your eyes. I'll remember you, and you'll remember me. Mhm. Okay. Let's see. Das akzeptiere ich jetzt erstmal. Can't slow down. Brothel, pleasure house, den of decadent delight. Weiß nur nicht. Okay, da ist immer noch das mit Raphael. Naja, gehen wir mal weiter in die Stadt rein, ne? Ich glaube nur nicht, dass wir jetzt mehr hier haben. Kann ich jetzt eigentlich auch noch mal? Warte, ne, warte mal. Soll auch noch mit den Zwillingen reden oder was? Aus Interesse jetzt mal. Raphael a visit. Want to hear all about it. Wobei, ne, warte mal, ich wollte mit wen anders reden. You can stare as much as you like. Na toll. Ja. A new face? Looking for another chapter of dirty lore for your biography? You have but to ask, and we can grant you a moment of pleasure. Don't be shy. Das möchte ich jetzt nicht. Ich glaube, ich habe nicht dieselbe Auswahl jetzt mehr. I barely got a moment's sleep.
Kann aber fragen, welche Dienste die anbieten. Here featuring Roll the Dispoiler. The highest kicks in Baldurs Gate guaranteed. Oh. Oh. Aha. Wir haben hier eine Katze. Come to pay your respects to the real lady of the house, I see. What a clever creature. Das ist eine you wahre are. Lady. It's your lucky day. I am receiving compliments at this time, and you are most welcome to make an offering. Oh, deine Pfoten können nur das zarteste Geschirr umstoßen. Sometimes a lady has to make her presence known. Delicately, of course. The unwashed rabble who frequent this establishment have much to learn from your deference. And I must suffer their foibles alone. But they do say a burden shared is a burden halved. Was hat denn das zwielichte Du da hinten zu flüstern? Can't you hear from here? They're talking about the new top cat in the criminal underbelly. Go and listen for yourself. As for them personally, one never washes and instead douses himself with rose oil, while the other can't hold his drink. Möchte ich wissen, wer hinter den schicken Vorhang steckt? The Drow, two of our most popular courtesans. A night with them seems to be rather life-changing, if you can afford it. Of course, they are siblings, but judging from the throngs of clients they draw, most of the city is as disgusting as they are. Was hältst du von den Klientel allgemein? That's rather a broad topic. We get all sorts here. But there is one frequent visitor whose very presence offends me. He dresses fabulously, but stinks of the hells. Something infernal, to be sure. Abhorrent. Ach, redet über Raphael.